Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, ganz besonderen Festtagsrezeptvideo von mir. Und zwar zeige ich euch heute ein ganz herrliches Gericht, welches ihr zum Eid herstellen könntet. Und zwar ist das eine Kombination aus indischem Reisgericht mit marokkanisch angehauchtem, ganzem Huhn aus dem Ofen, welches mit gerösteten Mandeln garniert wird. Und zwar habe ich dazu ein ganzes Bio-Huhn von Josefs Bio verwendet. Mein Video zu den Short Ribs von Josefs Bio werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Darin habe ich euch die gesamte Bestellung, die ich damals bei Josefs Bio aufgegeben habe, vorgestellt. Unter anderem eben dieses ganze Huhn und dann auch Hähnchenbrust und eben diese Short Ribs vom Rind unter anderem. Schaut euch daher unbedingt das Video zu den Short Ribs an. Zuerst stellen wir jetzt die Marinade für dieses ganze Huhn her und dafür benutze ich eine halbe Packung Bio-Quark und dann ebenso eine halbe Packung von den passierten Bio-Tomaten hier, denn später kommt noch mehr davon hinzu. Dann habe ich hier jetzt dieses köstliche Butterschmalz vom Türken hier verwendet als Ölquelle. Dieses Ghee hat ein extrem herrliches Aroma und einen super herrlichen Geschmack. Und da man Ghee ebenso wie Kokosöl erhitzen kann, ohne dass es Schaden nimmt, könnte man anstelle von Kokosöl auch ab und zu mal Ghee verwenden. Folgende Gewürze kommen hinzu: Koriander, Kurkuma, Himalaya-Salz, frisch gestoßener schwarzer Pfeffer und meine selbstgemachte Gemüsebrühe. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal. Dann wird erstmal alles gründlich miteinander vermischt, bevor wir diese einfache Marinade dann an das Hähnchen geben. Hier nochmal den Schuss passierter Biotomaten hinzu. Ja, und damit ist diese Marinade auch schon fertig. Sie besteht also nicht aus vielen Zutaten, wie wir jetzt gesehen haben, aber sie sorgt dafür, dass das Hähnchenfleisch dann ganz zart wird, wegen des Bio-Quarks, der darin enthalten ist. Und dann stechen wir das Bio-Huhn jetzt von allen Seiten mit dem Messer ein, damit die Marinade schön in das Fleisch eindringen kann. Denn das Huhn wird dann über Nacht in dieser Marinade liegen, damit es die Gewürze gut in sich aufnehmen kann und damit das Fleisch schon mal etwas zart wird. Denn das Fleisch von Biotieren ist aufgrund der gesunden Lebensweise dieser Tiere weniger zart als eben das Fleisch aus der Massentierhaltung. Und deshalb braucht es eben eine längere Einwirkzeit der Marinade. Am nächsten Morgen geben wir dann dieses leckere Ghee in eine große Pfanne. Und sobald das Ghee geschmolzen ist, kommt das ganze Huhn jetzt in diese Pfanne und wird jetzt von beiden Seiten goldgelb angeröstet. Die restliche Marinade werden wir mit etwas Wasser lösen und die kommt hinterher, sobald das Huhn von beiden Seiten angebraten ist, in die Pfanne dazu. Wir sehen hier, wie lecker das Huhn jetzt von der einen angebratenen Seite schon aussieht, mashallah. Und jetzt, nachdem es von beiden Seiten schön braun angebraten wurde, kommt eben die Soße hinzu und dann kommt der Deckel drauf und dann wird das Huhn jetzt auf kleiner Flamme so lange köcheln gelassen, bis es eben gar sein wird. Und sobald das Huhn dann gar ist, kommen hier Kartoffeln hinzu, also in Scheiben geschnittene Bio-Kartoffeln, und die werden dann nochmal 5 bis 10 Minuten mitköcheln mit dem Huhn zusammen, bis auch sie gar sein werden. Und sobald das der Fall ist, werden wir jetzt hier ein großes, rundes Blech mit Butter einfetten. Und sobald die Kartoffeln auch gar sind, werden wir jetzt das ganze Huhn und die Kartoffeln dazu auf dieses große Blech geben. Und sobald wir das getan haben, werden wir jetzt das Huhn und die Kartoffeln mit geschmolzener Butter bestreichen, damit diese eben beim Backen nicht austrocknen. Denn dann kommt das Ganze jetzt in den vorgeheizten Ofen und wird dort nochmal fertig knusprig gebacken. Das sollte man dann aber erst in der letzten halben Stunde machen, bevor man das ganze Gericht dann servieren wird. Den Reis allerdings sollten wir etwas früher schon zubereiten, also etwa eine halbe Stunde früher, und dazu geben wir wieder gehackte Zwiebeln in diese gleiche Pfanne, wo wir eben das Huhn drin gebraten hatten, und geben nochmal das leckere Ghee dazu und dazu folgende große Gewürze: Lorbeerblatt, Zimtstange, Kardamom groß und Kardamom klein, Nelken und Kreuzkümmel. Anstelle des frischen Ghees könnte man einfach von dieser Soße, die wir aufgefangen hatten, die Soße, in der das Huhn und die Kartoffeln vorher gekocht hatten, davon nehmen wir die oberste Schicht von diesem Fett, das ist nämlich das Ghee, was sich hier abgesetzt hat. Das können wir einfach dann verwenden, um jetzt die Zwiebeln anzubraten. Da bräuchte man kein neues Ghee hinzugeben, denn das Ghee ist doch relativ teuer auch. Die Zwiebeln und die Gewürze werden dann darin so lange gebraten, bis sie anfangen braun zu werden. Und in dieser Zeit werden wir schon mal den vorher eingeweichten Basmati-Reis jetzt gründlich durchspülen. Sobald die Zwiebeln dann braun gebraten sein werden, kommen die folgenden Gewürze hinzu: Koriander,
Garam Masala, Kreuzkümmel gemahlen, Kurkuma, frisch geschossener Pfeffer und Himalaya-Salz. Die Zwiebeln fangen jetzt an braun zu werden und jetzt kommen die Gewürze hinzu und werden ganz kurz mitgebraten, damit sie ihr Aroma entfalten können, und dann werden sie mit passierten Biotomaten abgelöscht und mit etwas Joghurt. Man könnte auch jetzt Tzatziki dazu verwenden, den ich gerade zur Hand hatte. Und dann werden wir auch schon die 1,5-fache Menge Flüssigkeit von dem gewaschenen Reis hinzugeben. Und zwar benutzen wir dazu die Soße, in der das Hähnchen vorher gekocht wurde. Die Soße wird dann eben auch genau abgemessen hier, denn wie gesagt, insgesamt brauchen wir dann die 1,5-fache Menge Flüssigkeit von der Menge des Reises. Der Rest wird dann eben mit Wasser aufgefüllt. Ich hatte hier meines Wissens 3 Tassen Reis verwendet, deshalb kommen insgesamt 4,5 Tassen Flüssigkeit hinzu. Und sobald die Soße jetzt aufkocht, wird dann der abgetropfte Reis hinzugegeben. Dann wird er gut mit der Soße verrührt. Das Ganze wird dann nochmal zum Kochen gebracht und dann auf kleiner Flamme zugedeckt, so lange köcheln gelassen, bis der Reis eben sämtliche Flüssigkeit aufgesogen hat und bis er dann fertig sein wird. In dieser Zeit werden wir dann schon mal die Mandeln zubereiten. Die geben wir jetzt in ganz heißes Wasser. Und zwar habe ich hier etwa 1 bis 2 Hände voll genommen. Man kann so viele nehmen, wie man möchte, denn die dienen ja letztendlich nur zur Dekoration. Die werden dann 10 Minuten in dem heißen Wasser belassen. Dann wird das Wasser abgegossen und dann kann man die Haut ganz einfach hier von den Mandeln trennen. Und sobald alle Mandeln dann geschält sein werden, kann man diese in der Pfanne oder im Topf in heißem Ghee rösten, bis sie eine schöne goldbraune Farbe erlangt haben. Dabei sollte man die Mandeln dann ständig schütteln oder umrühren, damit sie eben nicht anbrennen, sondern von allen Seiten gleichmäßig braun werden. Und sobald das der Fall ist, kommen sie hier jetzt in ein kleines Schüsselchen und werden erstmal zur Seite gestellt. Und in der Zwischenzeit ist der Reis fertig und dann kann man auch schon das Hähnchen aus dem Ofen herausnehmen und das Ganze anrichten. Und zwar geben wir dazu dann zuallererst den fertig gekochten Reis auf einen schönen großen Teller, idealerweise auf so einen marokkanischen Teller. Die sind immer so wunderschön verziert, Mashallah. Ja, und dieser Reis, der duftet ganz wunderbar, Mashallah. Ja, und sobald wir das getan haben, kommt jetzt das fertig gebackene, köstliche ganze Huhn auf diesen Reis. Und an die Seite kommen dann eben die fertig gebackenen Kartoffeln. Und ganz am Ende werden dann die gerösteten Mandeln noch oben drüber gegeben. Wir können schon jetzt erahnen, wie köstlich dieses leckere Eid-Gericht dann aussieht. Allahumma barik. Und wie wir sehen, sieht das nicht nur richtig herrlich aus, das Ganze, das duftet auch noch ganz allerliebst. Und hinzu kommt, dass wir eben hier Biofleisch verwenden und somit unserer Gesundheit sogar noch etwas Gutes tun. Ganz wie es von der Sunna ist, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Fleisch nur sehr, sehr selten gegessen, maximal einmal im Monat. Und wenn er es dann aß, dann war es wirklich Fleisch von artgerecht gehaltenen, gesunden Tieren. Deshalb kann ich nur immer wieder empfehlen, dies genauso zu handhaben, indem wir sehr selten Fleisch essen und wenn wir es dann tun, dass dieses dann wirklich von gesunden, artgerecht gehaltenen Tieren stammt. Denn nur dieses wird unserer Gesundheit zugutekommen, während uns das Fleisch der elenden, kranken Tiere aus der Massentierhaltung nur schaden wird. Das herrliche Festtags-Reisgericht mit Hähnchen könnte man dann auf diese Weise in einzelne Teile schneiden und zusammen mit dem Reis und etwas Tzatziki oder auch mit meinem leckeren Cashew-Dip servieren. Ich wünsche euch noch einen verbleibenden, gesegneten Ramadan, dass wir alle die Laylatul Qadr finden werden, dass Allah unser Fasten und unsere guten Taten annehmen wird und danach wünsche ich euch ein ganz gesegnetes Eid-Fest, auf das euch an diesem Festtag dieses leckere Gericht gelingen wird, inshallah. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, gebt mir auch gerne Feedback und teilt dieses Video reichhaltig mit euren Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.